Guten Morgen. Das ist mein Windschutz, das ist super. Und ja, ich habe gerade Porridge gemacht, wir machen uns fertig für die Abreise. Und heute wird es ein bisschen wilder, deswegen haben wir gestern Abend schon die Sandfläche rausgeholt und die Schaufel ist auch griffbereit. So, ja, heute fahren wir in die Wüste. So, heute ein bisschen früher aufgestanden. Lassen wir vom Skid und machen uns auf den ersten Offroad-Track in die Wüste. Wir sind schon sehr gespannt und geplant ist, dass wir heute in den Dünen dann übernachten. Wir fahren gerade die Offroad-Piste, aber es ist 9 Uhr geworden und die Botschaft jetzt schon wieder. Ja, und ich telefoniere gerade mit der österreichischen Botschaft, weil man ja eigentlich ohne Auto nicht ausreisen darf. Das heißt, ich dürfte keinen Flug antreten und da muss ich irgendwie das Auto unter Zollverschluss stellen oder so und ich frage mal nach, wie das genau geht. Wackelt die ganze Zeit alles. Wir fahren ca. 10 km/h die ganze Zeit. Und ja. Wir haben schon 18 Kilometer und wir fahren schon gefühlte 2 Stunden. Und dann kommt uns das erste Mal nach 25 Kilometern ein Auto entgegen. So ein Moped höre ich, aber das ist... Das ist ein Defender. Yeah! Noch einer! Das ist ja mega cool! Und immer wieder sieht man Leute auf der Straße, obwohl hier ganz lang kein Dorf kommt oder so. My head must spin around some y-axis and we are in rotation. Vor uns kann man rundherum schon Dünen sehen. Und ja, da werden wir heute Abend dann übernachten. Und noch 20 Kilometer zu fahren, circa. Das sind schon echte Dünen. Wow. Bevor wir richtig in den Sand fahren, werden wir noch Reifendruck ablassen. Und Sandbleche haben wir eh schon bereit. Sie haben das Ventil komplett rausgedreht, damit es viel schneller geht bei den großen Reifen. Tatsächlich Spaß. Das sieht so mega aus.
Dromedar im Weg. Wir haben gerade mit Walkie-Talkie gesagt bekommen, in dieser Passage sollte man nicht anhalten. Also schauen wir mal. Wir kommen jetzt immer wieder bei Ziegenherden vorbei. Oft sind da Ziegenhirten, die uns winken und irgendwas zeigen. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja gut, bleiben wir mal stehen, fragen wir ihn, was er will. Und früher haben wir immer gesagt bekommen, dass wir halt nicht stehen bleiben sollen, weil sie halt Geld wollen oder... ja, vor allem bei Kindern, dass sie das dann nicht lernen sozusagen. Aber ja, auf jeden Fall wollte er Wasser trinken. Dann haben wir ihm Wasser gegeben, 2 Tassen. Und dann hat er sich bedankt und war total nett. Und es ist auch schön. My head must spin around some y-axis and we are in rotation. If we were pure, yeah, we'd be pure as them. And we knew the way afterward, for we would never tell. Es macht so viel Spaß und wir haben auf der Reise so viele Leute getroffen, die gesagt haben, Marokko wird uns so gefallen und sie hatten so recht. Ja. Wir haben einen Schlafplatz gefunden. Es ist erst 3. Aber hier in der Gegend gibt es sehr, sehr viele Berbercamps und die wollen wir auch nicht stören und zu nahe sein. Und ja, da haben wir jetzt ein bisschen gebraucht, um einen Platz zu finden, der ein bisschen abgelegener ist. Also abgelegen ist hier eh alles, aber ja, nicht so nah zu einem Camp ist. Und jetzt haben wir einen wunderschönen. Es gibt hier so viel, das wir hier zum ersten Mal sehen. Und es sieht alles aus wie auf einem Poster oder in einem National Geographic Film. Das ist ja ganz, ganz beeindruckend und schön. Ja, wir sitzen im Schatten und kochen eine Gemüsepfanne mit Couscous. Und hier haben wir einen Induktionsherd. Das ist ein richtiger Luxus für uns. Der geht mit Strom. Der Strom kommt von Solarpanelen am Dach. Und ja, etwas, was wir nicht haben normalerweise und was super funktioniert. Und wir haben auch Gartenstühle. Das ist auch ein Luxus. Und einen Tisch. Bieder nennt sich das.
oder spießig in Deutschland? Spießig, ja. In Deutschland sagt man spießig. Wir sagen auch spießig. Und ich wollte nicht mal den mitnehmen, weil es spießig ist. Ja, genau. Also dann setz dich jetzt bitte nicht in den Campingstuhl, sondern auf den Boden, ja? Und ich knie mich hin. Setz dich schön in den Dreck. Die Sonne ist soeben untergegangen und Michael macht jetzt noch ein Feuer. Das Holz, das wir vorher gesammelt haben. Von einem Baum, dessen Dämpfe giftig sind. Oder zumindest, ja, toxisch. Man soll nicht drauf kochen. Der Ast da ist innen hohl. Ich kann da nicht hinzeigen. Der da. Und da kommt innen der Rauch raus. Und dann fängst du an. Gestern, als wir am Lagerfeuer gesessen sind, sind noch 3 Marokkaner gekommen, die ein Camp gleich auf der anderen Seite von der Düne haben. Haben uns gefragt, ob wir irgendwas brauchen, ob wir genug Wasser haben, genug Holz und so weiter. Ja, die waren total nett, mit denen haben wir dann ein bisschen geplaudert auf Französisch. Ja, und sonst geht's heute weiter Richtung Mahmid. Wow, das ist ja eine schöne Begrüßung am Morgen. Schau mal, sie stehen jetzt nur klischeehaft. Wir machen uns auf den Weg. Da grasen ganz viele Eseln. Und Kamele natürlich, also Dromedare. Und es ist ganz grün und es ist aber gleich neben der Wüste. Also es ist ziemlich beeindruckend. Quasi ohne Antrieb. Hier kann man so richtig ausprobieren und ein Gefühl dafür kriegen und es macht richtig Spaß. Und wir haben uns das auch gestern schon gedacht, dass wir so stolz auf den Defender sind, dass er das so gut eigentlich schafft. Wir lieben den Defender jetzt noch mehr. Und das ist richtig schön, dass wir mit dem Defender die Reise machen.
Dani probiert jetzt noch den großen Hügel rückwärts, also von der anderen Seite. Der Defender ist gestrandet. Mitten zwischen den Dünen werden wir jetzt Marokko aufkleben. Runter. Ein bisschen rauf. Juhu! Die zwei haben eine Schwalbe, die sie begleitet und die ganze Zeit ums Auto rundherum fliegt. Schon seit über 1,5 Kilometern. Wir sind bis jetzt vom Erkçe Gaga nach Mamit gefahren, da sind wir jetzt gleich. Und dann fahren wir noch nach Zagora, also ein bisschen nördlich. Und übernachten dort wieder auf einem Campingplatz heute. Und morgen geht es weiter Richtung Erkçebi, aber ich glaube nicht bis ganz hin. Mal schauen. Da beginnt die Straße gleich wieder und wir werden den Reifendruck wieder aufpumpen. Jetzt kommen unsere Reifen dran. Und es gibt ganz viele Kinder aus dem Dorf, die Kugelschreiber wollen oder Zucker oder ein bisschen Geld. Wir sind jetzt gleich in Zagora und da werden wir dann zum Campingplatz fahren und Essen machen. Dani kocht gerade und am Abend werden wir wahrscheinlich im Restaurant essen gehen, das erste Mal. Und wie heißt es? Tangine. Tangine essen. Und wir haben Nachbarn mit Defender und zwar mit 130er Pickup mit Wohnkabine drauf. Wir haben gerade Tee bekommen vom Campingplatzbesitzer. Dass Leute das gelöst haben. Ich finde es immer total interessant, wie das andere Leute machen. Und dann klappt das nach innen. Und die sind wohl sehr gut. Wenn mit Leder, das ist halt scheiße. Wir haben das halt hier mit Leder beklebt. Also wir haben Weil es war alles so. Heute gehen wir das erste Mal essen und werden das traditionelle Tangine essen. Und das ist so ein richtiges Menü dann dabei. Mit Suppe und allem Möglichen dazu und Brot. Und das ist richtig gut. Und eigentlich wussten wir es, ne? Wir sind jetzt 3,5 Stunden da gesessen und das Essen war wirklich, wirklich gut. Und für das ganze Menü zusammen haben wir pro Person ca. 7 € gezahlt. Das war echt gut.